Eine Welt, die digitalisiert wird, lebt von den Daten. Datenqualität, Datenhoheit und Infosecurity. Eine Plattform dient dazu, letztendlich Services vollständig, gesamtheitlich abzubilden und für unsere Kunden zu erbringen. Das beginnt zum Beispiel bei Sensorinformation, das beginnt zum Beispiel bei der Identifizierung von bestimmten Business-Sachverhalten und diese Informationen, diese Daten werden dann letztendlich in dieser Plattform verarbeitet. Also Plattformtechnologien sind ja sicher eine Schlüsseltechnologie in der Zukunft. Das heißt, es wird in Zukunft einen Datenfluss geben zwischen den einzelnen Playern. Der Sanierer wird letztendlich auf die Daten von der Drohnenfirma zugreifen wollen, weil der möchte wissen, wo genau ist dieser Schaden. Gleichzeitig braucht der Infrastrukturbetreiber Daten vom Ziviltechniker, damit er seine Lebenszyklusanalyse richtig durchführen kann. Man muss sich vorstellen, dass in diesem Prozess der Inspektion bis zur Wartung ganz viele unterschiedliche Player ihren Value einbringen. Und wenn wir es schaffen, dass hier alle Akteure, die in irgendeiner Form mit Sekundärrohstoffen in Berührung sind, sich effizient über Plattformen austauschen, sagen, ich brauche das, der andere sagt, ich habe das, aber das sagen eben nicht Menschen am Telefon, so wie das heute oft gemacht wird, sondern Computersysteme kennen diese Nachfrage und dieses Angebot, tauschen sich vielleicht über Auktionen automatisch darüber aus, an welchen Bieter dieses Material gehen soll und organisieren auch gleich den Transport über vielleicht überwachte Regelwerke, aber weitestgehend automatisiert. Kann man sich überlegen, selber eine Plattform zu bauen. Es ist meistens sehr schwierig, weil Plattform lebt von Skalierbarkeit. Das heißt, man muss schauen, ob man das selber baut oder am Markt diese Plattformen nützt. Wenn man sie nützt, ist die Frage der Anpassung der Schnittstellen und auch, wie kann ich sicherstellen, dass nur die Daten, die bearbeitet werden, weitergegeben werden und in mein System zurückkommen, wo ich weiter mit meiner Wertschöpfung einen Schritt weiterkommen kann, ohne dass ich die Sicherheit gefährde. Am Ende des Tages ist eine Frage des Make or Buy. Und diesen Datenfluss zu optimieren, das wird nicht funktionieren, indem man Harddisks oder USB-Sticks oder E-Mails herumschickt. Da muss es Plattformen geben, die das automatisiert anbieten, die den Prozess optimieren, die einen Fokus haben auf Effizienz, die Schnittstellen anbieten, damit die Daten effizient weiterverarbeitet werden und an richtiger Stelle zu den einzelnen in dieser Wertschöpfungskette vorhandenen Spielern zugänglich gemacht werden. Dann schaffen wir es einfach, dass hier der Markt besser in Schwung kommt, weil er einfach von den Transaktionskosten genauso günstig läuft, wie das heute oft bei Neuware schon der Fall ist. Und da sehen wir einfach viel Potenzial für Plattformen, die hier sozusagen als Vermittler auftreten und den Prozess schmieren, dass man einfach wirklich sagt, das läuft zu einfachen Transaktionskosten nachvollziehbar und dann kann man sich wieder mehr ums eigentliche Geschäft kümmern.